Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute mit einem etwas anderem Video. Im März hatte ich ja schon mal ein Video gemacht zu meinen ersten YouTube-Einnahmen, also hier mit diesem Kanal direkt über YouTube, also Google AdSense. Und tatsächlich ist es so, dass seit November letzten Jahres, also seit einem Jahr, die Monetarisierung dieses Kanals aktiviert wurde. Jetzt habt ihr ja gerade gehört, ich habe im März ein Video gemacht zu den ersten Aufnahmen oder ersten Einnahmen besser gesagt. Das lag halt daran, wie ich halt im Video erklärt hatte, dass eine Auszahlung erst ab 70 € erfolgt und dann wird immer so weit gesammelt, bis wiederum diese 70-€ Grenze erreicht wird und erst dann wird wieder ausgezahlt. Heute, ein Jahr später, nicht unbedingt auf den Tag genau, aber wie gesagt, der November, 12 Monate später, schauen wir uns einfach mal an, was sich auf dem Kanal so getan hat und vor allem aber auch finanziell, was euch vielleicht interessiert an der Stelle, was der Kanal entsprechend umgesetzt hat, wenn es dann doch um das Geld geht. Eines vorweg, es ist vielleicht weniger als der ein oder andere denkt, denn so viel kommt da letztendlich nicht bei rum. Es ist ein Hobby, dieser Kanal, und bin ganz normal noch arbeitstätig und das erfolgt alles quasi in der Freizeit, aber dafür, dass es halt eine Freizeittätigkeit ist, bringt es auch ein bisschen was an Umsatz. Kann natürlich bei weitem nicht das refinanzieren oder das ausgleichen, was ich an Ausgaben habe, aber so ist es halt auch mit Hobbys, ähm, leider. Aber gut, dieses Hobby ist tatsächlich ein bisschen kostenintensiv, gerade wenn es dann halt um entsprechende Techniken geht oder Technik an sich geht oder halt auch Software et cetera. Da kommt einiges zusammen im Jahr und wie gesagt, das und mehr, darum geht's heute. Und da sind wir nun in dem Dashboard des Kanals. Das ist sozusagen die Einstiegsseite, wo man erste Informationen im Überblick hat. Ganz links sieht man immer das letzte Video und wie es letztendlich gerankt ist. Also YouTube hat da so ein Ranking-System, was einem immer die letzten 10 Videos anzeigt und sagt oder zeigt, wie dieses Video, was aktuell hochgeladen wurde, im Vergleich zu den vorherigen performt. Ist eine Sache, wo man sich ein bisschen von lösen muss tatsächlich, also gedanklich vor allem, denn es ist klar, dass halt nicht immer jedes Video, ich sage mal, im ersten Drittel irgendwo gerankt sein kann. Manche sind nun mal halt schlechter gerankt und ich für meinen Teil weiß auch, grade die Videos zur aktuellen Lage, das sind halt die Videos, die ihr sehen wollt vor allem, aber ich habe ja auch andere Videos gemacht zum Thema Kuba, also querbeet, ne, also von Filmreviews über Kochvideos, Restaurantbesuche et cetera, wisst ihr ja. Da sind halt die Aufrufzahlen halt nicht so hoch im Verhältnis wie die Videos zur aktuellen Lage. Ja, von daher, wenn so ein Video rauskommt, weiß ich schon im Grunde genommen, dass das relativ weit vorne gelistet wird. Wir können ja hier nochmal rauf gucken. Das aktuelle Video ist auf Platz 2 von 10 und ihr seht, auf Platz 1 ist halt das Oktober-Video. Und dahinter kommt dann halt, ja gut, Hurricane Ian hat nochmal mit 1130 Views auch nochmal ein bisschen was an Views gemacht, aber das war jetzt ja neben der Planung. Worauf ich hinaus wollte, ist halt zum Beispiel 7 Tage in Havanna, also eine Filmreview mit 470 Views, ne, also gerade mal ein Drittel von dem in der gleichen Zeit. Ne? Also wir reden hier immer halt im gleichen Zeitverhältnis. Was hat ein Video innerhalb des gleichen Zeitverhältnisses gebracht? Also in dem Falle in den letzten 6 Tagen und 14 Stunden
hat beispielsweise ja, das Video über die Kamera Insta360 One RS ja, 248 Views gemacht. Hingegen, wie gesagt, die aktuelle Lage im November, also das aktuelle Video 1328. Ist also hier der fünffache Wert und ihr seht auch hier in der Statistik, im Normalwert innerhalb dieses Zeitrahmens haben die Videos Views zwischen 400 und 750. Sagt mir in dem Falle also auch zum Beispiel, dass das Video zu Insta360 unterperformt hat. Wie gesagt, war mir an der Stelle auch klar. Einerseits, weil das Thema dieses Videos gar nicht groß mein Kanalthema ist letztendlich. Aber gut, ich habe ja, wie gesagt, auch das Video aufgenommen mit dem Hintergrund, dass ich euch auch die Kuba-Reise angekündigt habe und ich natürlich auch dort Equipment brauche. Ne, und euch an der Stelle einfach gezeigt habe, was ich verwende, beziehungsweise was neu dazugekommen ist. Aber wie gesagt, mir war an der Stelle klar, dass dieses Video außerhalb des Themas liegt, im Groben zumindest. Na, was am Teil. Und deswegen ja, war das halt an der Stelle eher unwichtiger für euch. Vollkommen okay. Wie gesagt, ich mache die Videos, die mir Spaß machen an der Stelle und die mich halt an der Stelle auch ja, bewegen oder wo ich Interesse dran habe. Und diese Videos lade ich hoch und wenn sie euch gefallen, umso schöner für mich tatsächlich. Na, aber wenn nicht, dann ja, bricht für mich da jetzt die Welt auch nicht zusammen. Na, wie gesagt, ich versuche mich schon von diesem Ranking-System zu lösen. Man liest und hört immer wieder, dass gerade im Bereich YouTube dieses Thema Ranking-System innerhalb dieses Dashboards ja, die Leute regelrecht verrückt macht. Ne? Man will halt schauen, dass die Videos relativ gut performen, möglichst weit oben. Umso besser sie performen, umso mehr Leute werden angesprochen, umso mehr Views generiert man, umso mehr Abonnenten bekommt man, etc. etc. Ähm, aber ich für meinen Teil, wie schon gesagt, versuche mich davon so ein bisschen frei zu halten, ein bisschen zu lösen von dem Gedanken und sehe ja, YouTube ja auch einfach als ja, nebenher Beschäftigung. Ich habe natürlich schon das Ziel jetzt, wo das halt Ganze auch so ein bisschen anläuft und so langsam Früchte trägt, das Ganze auch ja, so ein bisschen mehr zu professionalisieren auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht habt ihr das auch in den letzten Wochen und Monaten schon hier und da gemerkt. Ähm, aber wie gesagt, das Ganze bleibt halt eine ja, Nebenherbeschäftigung, also nebenberuflich gesehen, denn ich bin ja Vollzeit in Beschäftigung und ja, der Mensch hat halt auch nur begrenzt Zeit neben ja, Arbeit, Familie, Freunde bleibt dann halt für das Hobby, nämlich dieses hier, was ja dann ja so ein bisschen aus dem Hobby herausgewachsen ist in eine schon Nebentätigkeit. Ja, da muss man halt gucken, wie man halt die Zeit aufbringt. Von daher, wie gesagt, an der Stelle nochmal für mich ist es halt wirklich wichtig, dass ich halt bei den Videos bleibe, die mir Spaß machen. Denn wenn ich jetzt irgendwann anfange, Videos zu machen, nur um letztendlich ja, vom Gedanken her zu wissen, okay, oder zu wissen vielleicht nicht, aber mit dem Gedanken ranzugehen, dieses Video wird sehr wahrscheinlich gut performen, weil dieses Thema betrifft sehr viele oder interessiert gerade sehr viele, sind top aktuelle Sachen. Ähm, Wenn ich da rangehe und nur noch solche Videos mache, die mir dann aber irgendwann keinen Spaß mehr bringen, weiß ich nicht, ob das jetzt der beste Ansatz für diesen Kanal ist. Na, von daher sind solche Themen, die mich ja auch dann an der Stelle interessieren, wenn sie top aktuell stattfinden, die kommen ja auch, ne, aber nicht so in dieser Regelmäßigkeit, wie ich es in manchen Kommentaren schon gelesen habe. Beispielsweise auch bei dem Video Insta360 One. Ne? Also da zu dem Zeitpunkt war in Kuba, ich glaube, da waren die Kraftwerke oder irgendwas war da passiert, oh, Hurricane Ian, ne, das war später.
kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Irgendwas zu dem Zeitpunkt war gerade los in Kuba und waren dann halt auch Kommentare von wegen, naja, in Kuba ist dies und jenes los und du machst ein Video über ein Equipment. Ne? Ja, ich mache das Video, oder ich habe das Video über mein Equipment gemacht, weil das zu der Zeit mein Thema war. Des Weiteren war das Video auch dann zu dem Zeitpunkt schon aufgenommen. Ja, das Thema, was dann halt in Kuba stattfand, das wurde wiederum in dem Video zur aktuellen Lage aufgenommen, ne, wo es meiner Meinung nach dann auch letztendlich hingehört. Weil diese Videoreihe Aktuelle Lage betrifft ja im Grunde genommen so große Themen, die halt in dem Monat stattgefunden haben oder Änderungen zusätzlich zu den normalen Einreisebedingungen, vielleicht auch Corona-Lage etc. Na, das sind halt so Sachen, ja, die kommen dann halt, wenn es Zeit dafür ist. Na, und wenn ich sage, okay, jetzt mache ich dafür ein Video. Genau, das halt einfach nochmal zur Einordnung, wie das hier im Dashboard funktioniert. Ihr seht bei dem aktuellen Video, haben wir hier jetzt ja, einen grünen Pfeil nach oben und zwei grüne Haken. Das sagt tatsächlich aus, dass dieses Video sehr gut performt. Durchschnittliche Wiedergabezeit bei 3 Minuten 19 ist auch sehr gut. Klickrate bei 7,1, das ist auch vollkommen in Ordnung und ja, wie gesagt, die Aufrufe sprechen an der Stelle erstmal für sich innerhalb der 6 Tage, wobei die meisten Aufrufe hier auch innerhalb der ersten Tage erfolgten. So, bei der Kanalanalyse sehe ich hier auch immer ganz genau, wie viele Abonnenten habe ich aktuell. Aktuell liege ich bei 2379 und ich sehe auch, was sich in den letzten 100 Tagen, in den letzten 28 Tagen so getan hat. Da kamen rund 100 Abonnenten dazu. Genau, ansonsten sehe ich hier die letzten 28 Tage, das ist immer übrigens so der Richtwert, die 28 Tage. Wie viele Aufrufe hatte ich insgesamt auf dem Kanal? 14.736, eine Wiedergabezeit von 788,9 Stunden und ein geschätzter Umsatz von 58,42 Euro. So, da ist schon mal der erste Groschen gefallen. 58,42 ist das, was in 28 Tagen oder in den letzten 28 Tagen ja, erwirtschaftet wurde sozusagen. Und wie ich ja eingehend erwähnt hatte, sind 70 Euro zur Auszahlung immer notwendig. Soll heißen, ich bin noch nicht in dem Bereich, zumindest wenn es YouTube betrifft. Das es heißt, jeden Monat wirft der Kanal eine Mindestauszahlsumme ab. Soweit sind wir leider noch nicht. Aber wir sind auf dem Weg dahin. So, dass zumindest die Mindestauszahlsumme rauskommt. Und wenn ihr es mal jetzt so betrachtet, ne, also knapp 60 Euro im Monat, wenn man wirklich nur YouTube betrachtet. Ich habe ja noch ein paar Kooperationspartner, da kommt dann halt auch noch ein bisschen was und die ein oder andere Person von euch überweist auch entsprechend Spenden oder nutzt halt die Mitgliedfunktion dieses Kanals und so bekommt man noch ein bisschen mehr ja, Geld, aber wir bleiben mal bei den knapp 60 Euro, die halt nur die Videos abwerfen. Und wenn man das für einen Monat betrachtet und es kommen im Monat mindestens 4 Videos raus, manchmal auch mehr, mit Arbeitsaufwand, soll heißen, erstmal die Idee, dann die Vorbereitung, dann die Aufnahme, dann das Editieren, nachbereiten, hochladen, das Thumbnail erstellen. Ja, da kommt schon ein bisschen was an Arbeitsstunden zusammen, wenn man es halt mal so umrechnet. Ne? Und ja gut, da sind wir halt noch nicht mal beim Mindestlohn. Ne? Also von der Warte her ist und bleibt es halt erstmal noch ein Hobby. Wenn man so diese Mindestlohngrenze überschreitet, wenn man so das Ganze mal so zusammen überschlägt, dann kann man halt auch von ja, einem wirklichen ernsthaften Einkommen an der Stelle reden. Von daher sind wir da halt tatsächlich noch nicht.
So, okay, das erstmal zum Dashboard oder zur ersten Seite. Wir klicken mal in die Analysen rein, denn da sieht man halt ein bisschen mehr, ja, wie das Ganze ja, innerhalb der letzten 28 Tage wieder performt. Ich kann aber auch umstellen und sagen, ja, entweder 7 Tage, 90 Tage, 365 Tage, seit Erstellung oder auch das entsprechende Jahr, Benutzer definiert, kann ich alles einstellen. Ähm, Was ich euch an der Stelle vielleicht als erstes zeigen möchte, sind die aktuellen Abonnenten. Da kann man nämlich entsprechend zurückgehen. Und wir haben jetzt den 13.11. Das heißt, wenn wir mal zurückgehen zum 1.11., da waren das 2327. Das heißt, seit dem 1.11. sind 50 Personen dazugekommen. Das heißt, in 13 Tagen 50 Personen. Lag dann aber auch hier dann wieder höchstwahrscheinlich an dem Video zur aktuellen Lage. Da können wir gleich nochmal reingucken, weil wir sehen auch tatsächlich, welches Video wie viele Abonnenten generiert hat, wenn halt ja, der Abo-Button über ein Video geklickt wurde und nicht über den Kanal. Ne? Dann kann man das tatsächlich sehen. Beliebteste Inhalte kann man hier auch entsprechend einsehen, zumindest ne, das, was war in den letzten 28 Tagen, was waren die Videos, die am häufigsten geklickt wurden. Ne, erstmal aktuelle Lage November, weiterhin ja, vorne. Aktuelle Lage Oktober, also einen Monat zurück, immer noch gut geklickt. Und danach auch schon der Viajeros, ja, das Einreisedokument, was halt bezüglich den Zollangaben gemacht werden muss. Ich könnte hier noch auf mehr Anzeigen klicken, um da dann auch die Videos dahinter, also 4, 5, 6 und so weiter, anzuschauen, wie es damit aussieht. Aber ja, so weit gehen wir heute mal nicht. So, dann kommen wir hier mal rüber und wir sehen hier eine Zeitleiste. Wie gesagt, in den letzten 28 Tagen erstmal eingestellt mit Informationen, die wir uns schon angeschaut haben im Dashboard. Aber wir sehen hier auch die Videos, die in den letzten 28 Tagen veröffentlicht wurden. Und wir sehen hier 1, 2, 3, 4, ne, 3 waren das insgesamt. 3 Videos und dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Shorts. Bei den Shorts muss ich sagen, habe ich einfach mal ausprobiert, so ein paar Teaser-Videos zu machen, also aus alten, auch nicht alten, aber aus bestehenden Videos Shorts zu erstellen, um da anzuteasern, entsprechend einerseits auf den Kanal, andererseits aber auch in das Video, in das lange Video reinzuklicken. Ich habe es ausprobiert, ist jetzt nicht ja, so gut performt in meiner Meinung nach. Aber gut, es waren jetzt auch nur ein paar tatsächlich und ich werde es mal hier und da ein bisschen weiter versuchen, hin und wieder mal einen Short zu erstellen, aber nicht mehr so in der Frequenz, wie ich das hier gemacht hatte. Das war jetzt halt, wie gesagt, nachwirkend für bestehende Videos entsprechend erstellt und mal hochgeladen, um zu testen, wie es ankommt, wie es funktioniert, aber ja, habe mir davon tatsächlich mehr erhofft. Gut, wir schauen mal rein bei Zielgruppe und wenn wir da mal runter scrollen, dann sehen wir hier die Top-Länder. Das heißt, Deutschland, da habe ich halt die meisten Zuschauer mit 76,2%. Danach Österreich, danach Schweiz. Ist in meinen Augen auch deswegen nachvollziehbar, weil ich natürlich deutschsprachigen Content bringe und genau ihr auch meine Zielgruppe seid. Ne? Deutschland, Österreich, Schweiz, Indien und dann tatsächlich noch Kuba. Ich könnte jetzt noch weiter aufklicken und mal schauen, was da noch für Länder dabei sind, aber das wird dann halt ein großes Mischmasch. Ich glaube, man kann sich darauf erstmal verständigen, dass man sagt, okay, Deutschland, das hat den größten Anteil, danach Österreich und Schweiz. Spannenderweise Indien mit fast so viel wie die Schweiz, aber gut. So, Sprachen, genau, ich mache ja in fast allen meinen Videos auch Untertitel an. Keine Untertitel nutzen 78%, deutsche Untertitel 18%.
Das ist eine Sache, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Aber vielleicht, haben Leute halt diese Untertitelfunktion halt immer noch an, wegen anderen Videos und, gucken sich dann halt mein Video an und die Untertitel sind halt weiter aktiviert. Danach kommt dann halt Spanisch, Englisch, Polnisch, eigentlich kaum erwähnenswert. Theoretisch könnte ich die, Untertitel also auch tatsächlich einfach weglassen, wenn man halt bedenkt, dass, ja, einerseits meine Zielgruppe ja auch deutschsprachig sein sollte oder ist, andererseits auch, relativ wenig, andere Sprachen geklickt werden. Aber gut, mal gucken, wie ich damit weiter verfahre. Hier noch interessant, Nutzer ohne Abo, da habe ich insgesamt, 73 in den letzten 28 Tagen, die, ja, meine Videos schauen, aber meinen Kanal gar nicht abonniert haben. Und von daher hier an der Stelle auf jeden Fall meine Bitte, mein Aufruf, denn ich sag mal, die Statistiken sagen erstmal überwiegend positive Meinung zu den Videos. Dann bitte abonniert doch auch gerne meinen Kanal, würde mich freuen. Dankeschön. Kommen wir zum Alter und Geschlecht. Ja, 20,8% meiner Zuschauerschaft sind weiblich, 79,2% männlich. Je nachdem, ja, wie man es überhaupt in seinen Google-Daten eingegeben hat, beziehungsweise ob man überhaupt ja, sich angemeldet hat. Man kann ja YouTube auch ohne Anmeldung nutzen. Ansonsten haben wir hier auch die Altersstruktur. Ihr seht, die meisten ja, gehen ab 25 los, ne? Also zwischen 25 und ich sag mal 64 Jahren sind die meisten meiner Zuschauer, wobei ja der größte Anteil tatsächlich zwischen 55 und 64 liegt und dann sogar noch ja, 65 plus mit 10,5%. Liegt mit Sicherheit auch am Thema Kuba. So, wir klicken dann als nächstes und tatsächlich letztes auf Umsatz, denn darum sollte es ja heute gehen. Ja, wir sehen hier geschätzter Umsatz, den hatten wir ja soweit schon mittlerweile dreimal gesehen. Dann haben wir hier RPM und CPM, 5,23 € und 10,12 €. Die CPM ist gar nicht so wichtig. Das sagt im Grunde genommen nur aus, was ja eine Firma an Werbegeld zahlen muss für 1000 Klicks oder 1000 Views. Der RPM wiederum sagt aus, wie viel ich dann letztendlich als Content Creator bekomme von dem Geld. Also insgesamt bei 1000 Klicks sind das 5,23 €, die dann letztendlich bei mir landen. Diese Zahlen schwanken aber extrem. Ne? Das ist also der aktuelle Fall. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, seit Erstellung des Kanals und jetzt kommt nämlich der Punkt, um den es ja geht, was ich euch zeigen wollte, was der Kanal ja innerhalb eines Jahres abgeworfen hat. Und da sind wir bei 633,36 € Ihr seht die RPM, wenn man das ganze Jahr betrachtet, ist gar nicht so hoch. Gerade mal halb so viel wie jetzt gerade aktuell, nämlich 2,87 € und wiedergabebasierend CPM liegen wir bei 8,49 €. Das liegt aber auch, ich habe schon mal geguckt, gerade so an den ersten November Tagen, weil wenn ich mal schaue, die letzten 365 Tage, also ersten Novembertage im letzten Jahr, als die Monetarisierung startete. Wenn ich nämlich schaue, 365 Tage, haben wir plötzlich einen Anstieg der RPM auf 4,56 €. Also der reale RPM-Wert liegt in den im letzten Jahr seit dem 12.11.21 bis 11.11. diesen Jahres bei 4,65 €. Und da seht ihr hier auch die Anzahl an Videos, die wie was eingebracht haben. Und genau, da haben wir hier die entsprechenden Tage. Und da kann mal ein Tag, ja, meinetwegen
5 Euro abwerfen, ne, 5,12 Euro, aber es gibt dann auch Tage, da sind es dann nur 47 Cent oder weniger. Na, je nachdem, ob ein Video veröffentlicht wird oder nicht. Wenn ein Video veröffentlicht wird, geht es tendenziell immer erstmal nach oben, weil da grundsätzlich erstmal geklickt wird, mal mehr, mal weniger, aber da passiert auf jeden Fall was auf dem Kanal. Der Algorithmus merkt das und von daher geht es da entsprechend hoch. Ja, und wenn wir jetzt hier auch die letzten 6 Monate werden ja immer nur angezeigt, der Umsätze uns mal anschauen, sind hier auch gerade in den Sommermonaten ging es halt nochmal runter. Das liegt aber allgemein an YouTube. Das habe ich aus sehr vielen, auch von sehr vielen Kanälen auch gehört, unabhängig vom Thema, dass halt die Sommermonate, da geht es halt runter. Ist auch nachvollziehbar, die ja, Leute klicken weniger auf die Videos rauf, weil, ja gut, die sind halt draußen, ne? Sind am See, weiß ich nicht, Garten, Wandern, Spazieren, Urlaub, was auch immer. Sind also weniger zu Hause oder weniger meinetwegen auch auf dem Smartphone unterwegs mit YouTube, sondern machen halt andere Sachen. Aber gerade jetzt halt zum Winter hin passiert halt schon mehr. Speziell zur Weihnachtszeit hin geht RPM und CPM immer hoch. Bin mal gespannt, wie es jetzt bei mir dieses Jahr dann wird. Ich sehe jetzt noch nicht wirklich eine Auswirkung, bedingt. Von daher schauen wir mal. Ihr seht hier auch schon November, wir sind ja an Tag 13 heute. Also heute haben wir den 13.11. mit Tag der Aufnahme. Auch wenn hier 11.11. steht, heute ist 13. tatsächlich, also mit Tag heute veröffentliche ich auch dieses Video. Da sind wir hier bei 23,19 € in dem entsprechenden Zeitraum. Wenn wir hier aber mal schauen, die letzten 28 Tage, dann haben wir hier tatsächlich genau als letzten Stichtag, der gewertet wird, wie hier oben ja auch, den 11.11. Also YouTube braucht auch immer noch 1, 2, 3 Tage für die letzten Tage, um diese halt nachzuberechnen. Das ist also nicht ganz in Echtzeit. Na, das heißt, diese 23,19 € wurden halt in 11 Tagen generiert. Speziell das Video aktuelle Lage. An dem Tag der Veröffentlichung waren es 5,13 € und ja, wenn wir einfach mal in das Video reinklicken, in die Analyse, dann sehen wir hier, das Video hat 18 Abonnenten generiert. Das wollte ich euch auch noch zeigen vorhin. Und insgesamt ja in den 6 Tagen 6,32 € eingebracht. So, das soll's sein oder war's mit meinem Video zum Kanal, zu meinem Kanal, was dieser Kanal innerhalb der letzten 12 Monate eingebracht hat an Gelder. Ihr seht, es ist jetzt nicht so, dass ja, die Menge der große Wurf, aber für das eine oder andere, um das hier und da ein bisschen auszugleichen an Ausgaben, die ich habe, die aber weitaus höher sind, ja, ist es ein kleines Zubrot. Ich habe ja neben YouTube selbst auch noch Kooperationspartner und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr ja eine Touristenkarte benötigt, ne, könnt ihr halt über meinen Link eine Touristenkarte käuflich erwerben und da erhalte ich dann halt einen kleinen Obolus. Genauso funktioniert es halt auch mit der ja, Auslandskrankenversicherung und generell eigentlich jede Versicherung, die ihr abschließen wollt über die Ergo-Versicherung. Ich lasse euch auch nochmal den Link da. Einfach auf den Link klicken und da dann entsprechend im direkten Kontakt mitteilen, woher ihr kommt, also I Love Kuba. Ne, und auch da wird dann halt entsprechend ja, ein kleiner Obolus generiert. Nebenher gibt es noch ein paar Affiliate-Links, also weitere, wie zum Beispiel auch für Amazon. Ne, wenn ihr bei Amazon was kauft über meinen Link, also einfach draufklicken und dann müsst ihr nicht unbedingt die Sache kaufen, die dort angezeigt wird, sondern einfach irgendwas anderes meinetwegen. Dann wird auch das für mich generiert. Ne? Das sind alles so Sachen,
die mir tatsächlich so ein bisschen helfen, den Kanal weiter voranzutreiben. Denn diese Professionalisierung, die ich vorhin angesprochen habe, ist ja in dem Sinne nur möglich mit auch entsprechenden finanziellen Mitteln. Und wie gesagt, diese reichen zum aktuellen Zeitpunkt bei weitem nicht aus. Alles ist zu 100% in den Kanal investiert und noch viel, viel mehr. Sei es halt auch durch Software, die man braucht, durch Equipment, was man braucht. Und ja, also von daher sind da die Ausgaben weitaus höher als die Einnahmen. Und es wäre schon schön, wenn das Ganze andersrum wäre, soll heißen, dass die Einnahmen zumindest die Ausgaben entsprechend decken und da dann vielleicht auch noch ein bisschen was mehr bei rausspringt, um vielleicht auch wieder ja, andere Videos darüber hinaus zu drehen, ne? Die dann doch vielleicht ein bisschen ja, umfangreicher im Invest wären. Ne? Also ihr wisst ja, heutzutage wird ja auch alles teurer. Ne? Sei es halt Restaurantbesuche, also kubanische Restaurants oder die Reise überhaupt dahin. Das sind ja auch alles Kosten, die anfallen. Ähm, und an der Stelle aber auch nochmal, wenn das eurerseits halt nicht geht, ist es für mich auch vollkommen okay. Würde mich halt freuen, wenn der ein oder andere vielleicht noch ja, die eine Kanalmitgliedschaft beispielsweise entsprechend einlöst oder halt auch sonst irgendwie nochmal mit mir Kontakt aufnimmt. Würde mich an der Stelle freuen, wenn ihr ja, die Informationen dieses Kanals entsprechend, ja, wenn euch das gefällt und euch das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle für eine Reise geholfen hat, dann würde es mich auch freuen, wenn da nochmal so entsprechend ein Feedback kommt, aber auch nur, wie gesagt, wenn ihr euch das überhaupt selbst leisten könnt. In der heutigen Zeit ist es halt sehr, sehr schwierig. Jeder Euro, den man hat, den dreht man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch zwei, dreimal um. Preise steigen und ich kann vollkommen verstehen, wenn da halt eben ja keine finanziellen Mittel berücksichtigt werden können. Von der Warte her würde es mich dann aber freuen, wenn zumindest ja, Kommentare geschrieben werden, vielleicht auch die Videos geteilt werden, zumindest aber abonniert und raufgeklickt auf die neuesten Videos. Das sind dann halt so Sachen, die der YouTube-Algorithmus benötigt, um dann wiederum ja, weiter an Reichweite zu gewinnen und zu steigen. Und so würdet ihr halt auch indirekt ja, helfen. Ja, wenn ihr mir also helfen wollt, Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen, dann gerne. So, ja, diese Ansage war tatsächlich nicht leicht für mich, denn ja, ist es nicht so meine Art und Weise, da irgendwie in irgendeine Richtung zu betteln. Vor allem aber auch deswegen nicht, weil ich das irgendwo nicht für notwendig erachte, andererseits aber schon irgendwo. Deswegen nimmt es mir nicht übel, dass diese Ansage gerade kam. Okay. Wir machen Schluss mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wie gesagt, mit dem transparenten Einblick. Ja, ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Spätestens am nächsten Sonntag. Schreibt mir die Kommentare voll, teilt das Video, abonniert etc. Und ja, bis dahin, Saludos, ciao.